Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive-Video. Heute wollen wir uns Caldera mal ein bisschen angucken, denn in dem neuesten Flive Universe Event wurde ja angekündigt, dass wir uns bald aufmachen in die neue Welt. Was ich persönlich als Teaser verstehe, dass die nächste Erweiterung Caldera beinhalten wird, ist, denke ich mal, ziemlich naheliegend, ziemlich offensichtlich. Und es gibt ja doch einige Leute, die Flive PC nicht mehr so gute Erinnerungen haben oder auch nie gespielt haben. Und deswegen befinden wir uns jetzt gerade in Darkon 1 in Flive PC. Und hier ist der Weg nach Caldera. Steht hier schön auf der Karte mit dieser Flugstraße hier, die in den Bergen im Gotan-Gebirge bei den Drillern beginnt. Und hier kann man dann einfach losfliegen. Wie es im Flive Universe sein wird, weiß man natürlich nicht, aber vermutlich ähnlich. Also zumindest die Position wird höchstwahrscheinlich die gleiche sein, weil ja auch im Flive Universe auf der Karte, auf der großen Weltkarte quasi, die Regionen oben als unbekannt dargestellt werden. Und diese unbekannten Regionen, das ist eben Caldera. Also zumindest der Start von Caldera. Es gibt noch weitere Regionen, aber ich denke nicht, dass alle hinzugefügt werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass erstmal nur Caldera hinzugefügt werden wird. Genau, dann fliegt man dahin. Auf dem Weg dahin gibt es noch zwei Dungeons. Einer links, einer rechts. Das sind diese anderen beiden Flugstraßen. Das ist einmal der Royal Normal Dungeon und der Royal Master Dungeon. Oder Britannia S und La Christina A oder so. Keine Ahnung, die haben so komische Namen auf Englisch. Auf Deutsch nennt man sie einfach nur Royal Master und Non-Master. Genau, dann fliegt man hier noch ein bisschen nach unten. Und das ist dann quasi schon die neue Welt. Der Strand der neuen Welt, auf den ich jetzt gerade zufliege. Man muss nicht ganz in der Flugstraße bleiben. Ich habe jetzt keinen Bock, in der unsichtbaren Wand hängen zu bleiben. Genau. Und dann sind wir eigentlich auch schon da. Jetzt müsste eigentlich auch gleich die Karte aktualisieren. Genau, jetzt ist die Karte aktualisiert. Caldera Landezone heißt das hier. Und dann gibt es hier dieses Basislager, was im Endeffekt nur so aus Expeditionswagen, Zelten, einem Lagerfeuer und so einem Zeug besteht. Und hier gibt es natürlich auch einige NPCs, wie immer. Also so ähnlich wie das Astria Village oder wie Darkon 3, das Dorf von Khan, basically. Also ja, nichts Besonderes, keine wirkliche Stadt leider. Ich fände es eigentlich cool, wenn sie weitere Städte hinzufügen würden, vor allem weil die bestehenden Städte eigentlich alle voll wack sind, vor allem Flares. Aber ich denke mal, das wird ein Traum bleiben. Ja, jedenfalls, das ist Caldera, das ist die Karte. Hier befinden sich auch zwei weitere Dungeons, also nicht nur auf dem Weg. Achso, die heißen Sancherko und Sunpress auf Deutsch, aber man nennt sie trotzdem Royal Master und Non-Master. Das ist die neue Karte dann quasi, das ist Caldera, wird wahrscheinlich in Flive Universe dann anders aussehen. Und hier befinden sich zwei weitere Dungeons, nämlich Aminoscripta und die verfluchte Aminoscripta. In Aminoscripta bekommt man Vampire-Waffen und in der verfluchten Aminoscripta bekommt man Ancient-Waffen. Die ersten Monster hier sind die Todrin. Das sind so kleine Kröten auf zwei Beinen, die rumlaufen. Sind eigentlich ganz cool, haben auch das ist auch direkt der Giant. Haben auch einen ziemlich guten Spawn für Open-World Flive-PC-Verhältnisse, wenn man sich die Minimap ein bisschen anguckt, oben rechts. Ist relativ gut tatsächlich. Also für Flive-PC Open-World-Verhältnisse war das damals ein ziemlich guter Spawn tatsächlich. Muss man tatsächlich mal sagen. Genau. Was ich in Caldera mal ein bisschen verschwendet fand, war, sie haben sehr viel leere Spots einfach. Also jetzt hier zwischen den Todrin und den nächsten Monstern, dieses gesamte Gebiet, über das ich jetzt gerade drüber fliege, das ist einfach komplett leer. Hier ist einfach gar nichts. Also quasi ab hier ungefähr, ab diesen Ruinen auf der Karte, bis zu diesem Sumpf, in dem wir jetzt fliegen. Sumpf, Gewässer, whatever. Befindet sich einfach nichts. Genau, und ab hier sind jetzt die nächsten Monster, das sind die Bergen Naginata. Übrigens wundert euch nicht, dass ich so komisch fliege. Ich bin es von Flive Universe gewohnt und in Flive PC ist irgendwie die Flugsteuerung anders ein bisschen. Genau, das sind die Bergen Naginata. Und die befinden sich eben hier in diesem Dschungel, Schrägstrich Sumpf, Schrägstrich Wald, whatever, wie man es auch nennen will. Und hier befindet sich dann auch der Eingang zur ersten Aminoscripta, nicht die verfluchte, sondern die normale. Und hier sind dann eben die Vampire-Waffen. Da gibt es auch tonnenweise Videos auf YouTube, einerseits von mir, andererseits wahrscheinlich auch von anderen Leuten, falls euch der Dungeon interessiert, ist aber ja relativ basic eigentlich. Ein Dungeon mit lauter Käfermonstern drinnen. Ja, wenn wir dann an den Bergen vorbeifliegen, ich kürze es jetzt ein bisschen ab, weil der ganze Weg ist tatsächlich ein bisschen weit mit dem Fluggerät, fliegt zwar 288 km/h oder 291 wahrscheinlich sogar, ja 291, aber das ist tatsächlich relativ langsam in Flive PC. Ja, die nächsten Monster, die uns dann erwarten, sind die Hassala.
Das sind die Gorillas. Dazwischen ist, by the way, auch wieder so ein leerer Spot. Also hier zwischen den Hassala und den Bergen ist auch ein leerer Spot leider. Wie gesagt, keine Ahnung, ob die das so gemacht haben, dass das so viel Leerfläche ist. Also entweder hätten sie weitere Monster hinzufügen können oder einfach größere Spawns. Not sure, warum sie das so gemacht haben, weil Caldera ist tatsächlich relativ groß und hier befinden sich auch tatsächlich nur 5 Monster. Und wenn uns dann irgendwann noch der Name angezeigt wird, ich muss halt gefühlt den Dingern auf die Pelle rücken. Wieso werden mir die Namen nicht angezeigt? What the hell? Ich muss quasi in denen stehen. Das ist wahrscheinlich, weil meine Sichtweite so niedrig eingestellt ist. Not sure why, though. Ist das echt so schlecht? Nee, ist eigentlich nicht so schlecht. Oh, weird. Ja. Auf jeden Fall die Hassala. Und danach kommen die Flinker. Die fand ich früher immer richtig brutal, die Flinker. Oder generell die Caldera-Monster. Weil die echt stark sind. Und ich glaube, die Hassala und die Flinker machen Doppelhits. Und das ist früher echt brutal gewesen. Wenn Monster Doppelhits machen und doppelt critten, dann bist du ja direkt weg vom Fenster. Wird zwar danach noch viel schlimmer nach Caldera, aber ich fand ganz am Anfang, als ich das erste Mal nach Caldera gegangen bin, fand ich das auch schon ziemlich brutal. Und ja, kennt man aus Flive Universe alle Monster, by the way, schon. Ich glaube, die wurden alle schon in Flive Universe in irgendeiner Form verwendet. Bis auf die Crowhell und die Berken. Aber ich glaube, die anderen wurden alle schon mal irgendwo verwendet, entweder in Events oder in irgendwelchen Dungeons. Genau, vor allem die Flinker und Hassala direkt in den ersten beiden Low Dungeons in Rises Catacombs und in leeren Chasm findet man die schon. Genau. Dann die letzten Monster hier sind die Crowhell. Ich springe jetzt einfach vom Board runter. Es dauert zu lange. Und hier habe ich tatsächlich mal sehr lange gefarmt, weil die auch einen relativ coolen Spawn haben. Oder einen relativ guten Spawn. Also ich habe ja früher mal sehr viele Events gefarmt mit meinem Knight, mit meinem Master Knight. Und ja, habe ich eigentlich immer gefeiert. Der Giant wurde auch immer viel gekillt für AG-Waffen. Und weil er direkt vor der Aminoscripta ist, also viele Leute, die hier auf ihr Team gewartet haben, auf ihre Friends, Guildmates, whatever, haben sich immer einen Spaß draus gemacht, den Giant noch zu töten. Hier ist er auch schon. Also man sieht schon, hier ist der Giant und da ist der Eingang zur verfluchten Aminoscripta, also liegt quasi direkt auf dem Weg. War immer ganz beliebt, um sich hier noch eine AG-Axe zu besorgen, damit man hier noch ein bisschen Kohle mitnehmen kann. Und ja, das ist der Eingang zur verfluchten Aminoscripta. Ich meine, wir können jetzt trotzdem mal kurz reingehen, aber ich mache jetzt natürlich nicht den ganzen Dungeon. Wie gesagt, dazu gibt es genügend Videos und Streams. Ich habe den Dungeon tonnenweise gefarmt früher. Und ja, hier sind diese Cursed Freak Ant drin. Dann sind da noch so Tausendfüßler drin. Und was mich an dem Dungeon immer gestört hat, ist, dass er so eng ist. Also die Wände und so, man sieht schon hier, man kann nicht so gescheit rauszoomen. Und jetzt hat sich auch einfach das Game geschlossen. Auch nicht schlecht. Gut, so viel dazu. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das passiert ist. Ich glaube, ich bin auf eine Taste gekommen, wo irgendein Skill drauf lag, der quasi nicht mehr da war. Also die haben ja alle Skills resettet und das heißt, wenn du jetzt irgendwo draufklickst, hier zum Beispiel, dann ja, passiert was Schlimmes. Nämlich das Game schließt sich. Aber egal. Das war es eigentlich auch schon zu, wie gesagt, Caldera. Mich freut es, dass es jetzt auf jeden Fall kommt, weil ich war mir nicht sicher. Es hätte jetzt auch irgendwas anderes kommen können. Ich persönlich wäre trotzdem froh, wenn sie zeitgleich auch noch Artesia mit einführen würden, weil, ganz ehrlich, nur ein neues Gebiet hinzuzufügen reicht zwar theoretisch, aber wenn man bedenkt, wie viel sie noch hinzufügen könnten, das sind Jahre. Also wenn wir jetzt ein großes Update pro Jahr bekommen bei Flive Universe höchstens, dann bedeutet das, dass bis sie alle noch verbleibenden Gebiete, Premium-Gebiete, normale Gebiete und so weiter hinzugefügt haben, würde das noch 5 oder 6 Jahre dauern. Und das würde dann quasi nur sagen, 5, 6 Jahre recycelter Content von Flive PC und kein echter, kompletter neuer Content, sondern immer nur verwertetes, was bereits besteht. Was ja nicht schlimm ist, sagt ja keiner, dass sie das nicht machen sollen oder dürfen. Ist ja auch cool, dass sie es zumindest ein bisschen ändern, damit es zumindest halbwegs was Neues ist, ne? Oder halbwegs eine neue Experience. Dagegen sagt ja keiner was. Aber wenn sie das halt wirklich so machen, ein großes Update bedeutet ein neues Gebiet und das war's. Dann bedeutet das halt, dass das noch ewig dauern wird, bis sie den gesamten Content von Flive PC, weil Flive PC hat tatsächlich sehr viel Content, im Gegensatz dem, was viele Leute sagen. Er hat Flive PC extrem viele Dungeons, extrem viele Monster, extrem viele Gebiete. Bis das alles hinzugefügt wird, da vergehen locker nochmal 5 Jahre. Und das würde bedeuten, frühestens 2030, 31, 32 würden wir dann vielleicht mal ein komplett neues Gebiet bekommen, was es so noch nie gegeben hat in Flive. Und das ist eine verdammt lange Wartezeit. Also ich hätte es dann doch lieber ein bisschen früher.
Und außerdem finde ich es immer ganz cool, das gibt es nämlich auch nur in FlyFPC. In Flyf Universe gibt es das eigentlich fast überhaupt nicht, wenn man die Tower-Tickets mal ausblendet. Und Tower-Tickets, naja, sind schon auch ziemlich teuer eigentlich und auch eher für Low-Level-Leute gedacht. Nämlich kann man in FlyFPC sich oftmals aussuchen, wo man levelt. Also im Low-Level gibt es die Open World, den Tower und Asria. Das sind 3 Gebiete, wo Monster auf dem gleichen Level existieren. Und selbst im High-Level existiert immer Open World plus Ratesia oder Dark Ratesia. Das heißt, du hast eigentlich fast im gesamten Spiel bis ins absolute High-Level, also ab 160 plus ist dann nicht mehr so, aber bis dahin, na gut, Open World geht tatsächlich nur bis etwas über 140, aber trotzdem, du hast für die meiste Zeit, also Koralleninsel gibt es auch noch ab Level 43, also eigentlich ab Level 43 Monster bis Monster Level 140 hast du immer mindestens 2 und oftmals sogar 3 Möglichkeiten, wo du tatsächlich levelst. Und in Flyf Universe hast du fast immer nur eine, außer Tower Ticket wäre höchstens noch die zweite, aber Tower Ticket ist halt wie gesagt auch stark begrenzt, also erstens in der Menge, zweitens muss man es halt zusätzlich kaufen, man kann da nicht einfach hingehen. Zumindest in FlyFPC ist es ja so, dass der Tower relativ günstig oder eigentlich kostenfrei ist und in Flyf Universe ist er das eben nicht. Und ja, ist irgendwie schon cool, wenn man es sich halt aussuchen kann. Und es entzerrt auch einfach die Spawns, weil wenn jetzt ein neues Update kommt und es gibt nur einen einzigen Level-Spawn für Leute auf Level zum Beispiel 170, dann wird da halt jeder, der 170 ist, hingehen und dann schlägt man sich halt wieder gegenseitig die Köpfe ein. Und wenn es halt zumindest 2 Möglichkeiten gibt, dann kann man sagen, okay, hier ist vielleicht besser für 1v1, hier ist besser für AOE, da macht es mir Spaß, da gefällt es mir besser, da kann ich den Giant töten, da kann ich den Giant nicht töten, wie auch immer. Da gibt es dann wieder einfach dieses etwas Entzerrte, dass die Leute sich das aussuchen können, wo sie lieber leveln und dann ist halt nicht jeder am gleichen Ort. Und es gibt auch mehr Abwechslung, weil nicht alles einfach immer das gleiche ist. Aber das ist nur meine Meinung. Jedenfalls, das war ein kurzer Überblick über Caldera und die 5 Monster, die man dort findet. Kann ich hier auch nochmal einblenden. Also Totterin Level 105 bis 107 in FlyFPC. Berken Level 108 bis 110. Hassala Level 111 bis 113. Flinker Level 114 bis 116. Und Crowhell Level 117 bis 119. Und ja, damit sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Flyf-Video wiedersehen. Schaut doch gerne in den Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Tägliche Flyf-Livestreams auf Twitch. Bis dahin, macht's gut und haut's rein. Und ciao, ciao.